Das ist eine Videoantwort für Olaf, unseren Hauptfriese. Ich habe den Teig schon angesetzt. Ich will Brot backen. This video is going to be in 2 languages, so I don't have to subtitle it all later on, because I don't have time at the moment. Dieses Video wird also in 2 Sprachen sein, weil ich keine Zeit habe, es zu untertiteln. Ich bin jetzt auf der Suche nach Widowmakers. I'm on the search for widowmakers, branches that are hanging around somewhere, damit ich genug, so that I have enough wood to be able to get a good fire going for baking. Weil ich möchte genug Holz haben, hier sind einige oben dran, damit ich gleich den Dings gut machen kann, meinen Ofen beheizen kann zum Backen. Also ich melde mich gleich wieder. Damit der Teig schön in Ruhe gehen kann, habe ich so eine ehemalige Eisdose mitgenommen. Da lässt sich auch der Teig ganz gut drin kneten. In order to have the dough rise well enough, I use this ice cream container, 1 liter ice cream container, and in this I have a lid. I close it up and it rises good in close to the fire. Also zum Rezept, ich habe Fertigmischung genommen, aber die verfeinert. Also eine halbe Fertigmischung habe ich mitgenommen, davon habe ich 3/4 verwendet. Und dann habe ich Sesam, Schwarzkümmel, Chiliringe, was auch immer, was habe ich denn alles noch zugetan? Leinsamen, Sonnenblumenkerne, alles dazu getan. Und dann ungefähr eine 3/4 Tasse Wasser, warmes Wasser. Das Wasser habe ich in der Thermoskanne diesmal mitgenommen, damit ich mir Feuerholz spare. Aber ich habe heute gute Ausbeute gekriegt. So in the dough I took Bannock dough, which came ready-made already, and I added a little bit spices to it, and this way it gets a little pepped up with all different kinds of spices, thymian, herbs of the Provence a little bit, chili rings and things like that. So right now the dough is rising inside of this ice jar, former ice jar. We'll see how it turns out. I will be back in a bit. So now I put the dough aside into my small pot. As you can see here, it's inside of my pot. I oiled the pot inside and oiled the dough. I put this inside and close it with my little frying pan. They have the same size. I close it. So now I'll take a little bit of coal or something, just a little bit, and put it on top of the frying pan. Gives it just a little bit more warmth for it to rise. Also was ich gemacht habe jetzt, ich habe den Topf geölt mit meinem Öl, was ich immer in der Dose dabei habe, und habe den Teig auch geölt, also reingelegt in den Topf, auch geölt, und jetzt habe ich diese kleine Edelstahlpfanne, die man aus meinen anderen Videos kennt, oben drauf gemacht und ein ganz bisschen Kohle, damit
ist schön mollig warm da drin, ist nicht zu warm. In der Zwischenzeit brennt das Feuer hier schön runter zu einer Glut. Und wenn ich dann, sagen wir noch mal 15 Minuten gewartet habe, dann kann ich das zum Backen aufsetzen. I'll wait now 15 minutes for the dough to rise a little bit more, and then I put it onto the stones, and on top of the frying pan I'll put some more coals. So I will keep you updated. Also ich werde jetzt wieder ausschalten, warten und ich werde dann wieder mich melden. So, inzwischen ist es richtig dunkel und ich freue mich über das Bushlight von Hanno, die Notleuchte. In the meantime, it is quite dark and I'm happy for the bushlight, the emergency light that Hanno did present me. So I'll try this right now. See the red one and the green one. The green really seems brighter. So, we'll check this out. Ich werde jetzt mal gucken. Oh ja, Brot ist tatsächlich so um 50% gewachsen. Das erkennen. Ist ungefähr 50% gewachsen. The dough rose 50%. So, now I'll put this pot onto the fire. There's a frying pan on top. And adding some coals on top of the frying pan. Is life. I have to do this again. I think I need to put the top part a little more straight. Yeah, this will work. Ich werde jetzt die Kohlen oben, also Kohlen drauf machen. Oben drauf. Ich brauche dazu meine zweite Hand. So halte ich das mal hier an. Ups. Ich höre das Öl da drinnen schon brutzeln. I hear the oil frying inside. So I have to diminish the heat from underneath.
Ich werde jetzt die Hitze regulieren, indem ich Stöcke zurückziehe. Ganz einfach die Kohlestücke oder halb abgebrannte Äste zu transportieren. So. Also, ich habe hier oben die Oberhitze am Gehen. Oder ich sollte vielleicht, ich hole mal gerade die andere Taschenlampe. So. Also oben habe ich die Oberhitze auf der umgedrehten Pfanne und von unten habe ich die heißen Steine mit ein bisschen Glut. On top I have kind of a heat source on the upside turned frying pan, and below I have the hot stones and just a little bit of coals. So I'll check the watch right now. At this time it's 20 till 10 p.m. So it definitely needs I think 40 minutes from now on. So check in a while. So, jetzt ist es also 30 Minuten. Ich bin jetzt selber mal gespannt, was daraus geworden ist. Mal schauen, nachschauen. Oh, ein bisschen schwarz. Wenn ich das richtig sehe. Runternehmen. Ja. Hat zu viel Oberhitze gekriegt. Ich nehme mal gerade die Taschenlampe. Obwohl, es geht noch gerade so. Der Deckel, das ist etwas besser. Ne, ist zu heiß.
was erkennen? Kann man eigentlich erkennen. Ein bisschen unten festgebappt. Just a little on the dark side, brownie from the oil. I will try to get it off. Ich werde es versuchen rauszuholen. Ich komme später nochmal zurück. I'll come back because I need 2 hands in order to get it off the ground. So, Olaf, das ist das Brot. Von oben sieht es eigentlich ganz gut aus. Von unten hat es eine bisschen schwarze Kruste gekriegt. Ich denke, die ist nicht sehr tief, aber wegen dem Öl halt. Aber auf die Art und Weise war die einzige Möglichkeit, das jetzt nicht ganz komplett fest backen zu lassen. Now Olaf, this is the bread. And I'll open it now. It turned out a little bit dark on the down under, but it's not very deep. It's just 3-4 millimeters deep, and I'll open it up now. We'll check it out. I'll put the flashlight into my mouth, so I will not be able to speak now. Ich werde jetzt die Taschenlampe in meinen Mund nehmen. Und dann kann ich nicht reden. It's hot. So sieht's aus. Ne, wirklich unten 2 mm schwarz. Ansonsten ist es ein kleines Brot geworden. Weich. Oh, geht. Jetzt muss ich natürlich mal obligatorisch reinbeißen. Also, muss ich mal gerade die Kamera besser positionieren. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Sogar mit ein bisschen Kohle essbar. Kommt gut mit dem Kreuzkümmel, den schwarzen Kümmel. It tastes good with the black cumin and with all these herbs and spices.
Jetzt ist es 20 nach 10. Now it's 20 past 10, 10:20 p.m. Für mich war diese Erfahrung sehr interessant. This experience was very interesting for me. Erstens, das Buschlicht hat sich bewährt. First of all, the emergency light was doing really well. The whole time, basically I had it switched on. Ich hatte das fast die ganze Zeit an. Also von 8:30 Uhr bis jetzt, also schon 2 Stunden. I had this light switched on basically the whole time, from 8:30 till 10:30 now. Zweitens, man kann tatsächlich Brot backen, wenn man unterwegs ist. Second, it is possible to bake bread when you are on the road. Drittens, ist ein großer Vorteil, wenn man Ober- und Unterhitze machen kann. And third, it is a big advantage to have a heat source from above and underneath when you're baking. So, auf diese Art und Weise würde ich sagen, also der Topf und die Pfanne haben sich bewährt. Ich müsste nächstes Mal von unten ein bisschen weniger Hitze machen. Next time I'll have to have a little less heat from underneath. Nächstes Mal, also ja, habe ich schon gesagt. Also in diesem Sinne, Olaf, danke für diese Challenge. Olaf, thank you for this challenge. It was a lot of fun. Das war sehr viel Spaß. Das war eine total neue Erfahrung für mich. Und vielen Dank dafür. Thank you very much. Bye bye.